Hey Jay-Z! Hey Marcel! Heute keine Eishockeysprache erklärt, sondern ein neues YouTube-Video zu ein sehr wichtiges Thema. Richtig anbieten. Jay-Z, was bedeutet das eigentlich? Richtig anbieten hat auch viel mit Timing zu tun und dass man zur richtigen Zeit einfach den richtigen Winkel auf sich selber holt. Also Winkel verändern, Winkel anpassen, die Geschwindigkeit anpassen und zur richtigen Zeit dann natürlich am richtigen Ort zu stehen. Wir sehen es sehr viel im Nachwuchsbereich, oft im Hobbybereich, dass die Spieler die Scheibe unbedingt haben wollen, aber wissen nicht genau, wo sie sich positionieren sollen und auch wann. Und heute geben wir euch ein paar Tipps dazu. Wir fangen im eigenen Drittel an, dann gehen wir mit ein paar längeren Pässe in die Neutralzone und dann natürlich auch, wo man die Tore schießt, im gegnerischen Drittel. Sind wir bereit? Auf jeden Fall. Let's go! So, fangen wir mit dem eigenen Drittel an und viele Spieler wollen immer das Aufbau üben. Und sehr wichtig beim Aufbau, wir reden jetzt erstmals über einen Pass, der zu Bande kommt, ist das ein guter Tipp für euch: Orientiere dich ein bisschen an den Haarschmacks. Also wenn die Julia die Scheibe hier unten hat, da und ich mich an der Bande anbieten möchte, ich habe eigentlich zwei Optionen. Ich kann mich aufmachen in einen Transition, freilaufen und dann wieder vorwärts laufen. Oder wenn ich genügend Zeit habe und ich weiß, dass sie kurz auf mich warten kann, dann kann ich einfach übersetzen, tief vorwärts, kurz wegschauen und dann die Scheibe von ihr bekommen. Wichtig ist, dass ich einen Bogen fahre, um ein bisschen Schwung beizubehalten. Es gibt ein paar Fälle, wo man brutal im Bedrängnis ist, man schnell zurückkommt und man dann bremst. Das ist okay, aber das Wichtigste ist Schwung beizubehalten. Was wir auch nicht haben möchten, ist, dass ich zu nah am Julia bin in diesem Bereich, weil dann, wenn ich mich zum Beispiel so anbiete, dann kriege ich einen Pass, so, und ich muss nach hinten schauen und das ist immer gefährlich, um gecheckt zu werden. Wo viele Spieler einen Fehler machen im eigenen Drittel, ist, dass sie sich zu hoch anbieten. Oft an der gegnerischen blauen Linie steht der gegnerische Verteidiger. Jetzt, wenn ich mich hier anbiete und von Julia einen Pass bekommen will, habe ich meistens meinen Brust zu ihr, meinen Rücken zum Gegner und ich kriege sofort einen Check. Und das ist, was wir nicht haben wollen. Also komm tief und wir wollen immer den Pass entweder in einen Transition oder einen Vorwärtsgang bekommen. Ich werde ein bisschen tiefer kommen. Julia hat die Scheibe, boom, ich mache auf, jawohl. Und dann habe ich das komplette Feld im Blick. Ich habe genügend Zeit, falls der gegnerische Verteidiger versucht, runterzukommen, um mir zu checken, um einen Spielzug zu machen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich als Mittelstürmer richtig anzubieten, weil man muss nicht immer nur über die Außenstürmer, über die Bande rausspielen, sondern kann auch über die Mitte rausspielen. Wichtig als Mittelstürmer ist es, tief zu kommen und auch im richtigen Timing zu sein. Wichtig ist, was man nicht machen sollte, wenn jetzt der Verteidiger wieder die Scheibe hat. Ich bin sehr tief gekommen, fast durch den Torraum raus. Wenn ich jetzt so fahren würde, eine gerade Linie, hätte ich wieder das, dass ich quasi nach hinten schauen muss zum Marcel und das Spiel aber nicht richtig vor mir habe. Und ich stehe und jetzt habe ich nur noch diese Option. Durch das tiefe Kommen halte ich mir die Option offen, die Scheibe nach rechts zu spielen, nach links zu spielen, hoch zu spielen oder selber gehen zu können. So, die Prinzipien, die wir euch erklärt haben, eigene Drittel, gelten natürlich aber auch für die Neutralzone. Nur in die Neutralzone gibt es eine weitere Möglichkeit, den sogenannten Stretch Pass. Das ist, wenn die Scheibe aber noch in unser eigenes Drittel ist und ich fliege aus dem eigenen Drittel heraus, überrascht den gegnerischen Verteidiger und vielleicht einen Alleingangpass bekommen kann. Nur, was viele Spieler oft machen, ist, dass sie einfach geradeaus laufen und dann sich umdrehen auf rückwärts und wollen die Scheibe so bekommen. Oder noch schlimmer, statt eine Kurve zu fahren, laufen die einfach durch die Mitte und dann schauen so nach hinten. So ist die Scheibe schwieriger anzunehmen und ihr könnt es auch natürlich auch euch vorstellen, was passieren kann, wenn die Scheibe lang unterwegs ist und ich die ganze Zeit nach hinten schaue. Ich kriege eine Bombe. Also wie bietet man sich dann für einen richtigen Stretch Pass an? Man kommt die Bande entlang, dann zieht durch die Mitte und bietet sich quer zur Scheibe an im Lauf. Und somit alles, was hinter mir
ist, kann mich sowieso nicht mehr checken. Und ich habe das komplette Spielfeld, der mir gefährlich werden könnte, im Blick vor mir. Ich zeige euch, wie das geht. Ich habe Julia gesehen, sie hat die Scheibe gewonnen. Ich sehe, okay, und jetzt ziehe ich durch die Mitte. Und so bekomme ich einen Stretch Pass knapp vor der blauen Linie, Spielfeld im Blick und kann dann, wenn es gut läuft, das Tor gleich angreifen. Wenn wir uns jetzt im offensiven Drittel befinden und es geht ums Thema Anbieten, Marcel ist jetzt in dem Fall der Verteidiger, kann ich mich nicht nur hier anbieten und sagen, ich bin hier im Slot, ich bin frei, weil ich bin nicht frei. Marcel kann einfach mir den Schläger hochheben, ich kann die Scheibe überhaupt nicht bekommen oder verarbeiten. Wichtiger wäre es, dass ich mich von ihm löse, eher über den hohen Slot komme, bisschen verzögere, bisschen abwarte und dann mit Timing reinkomme, um den Pass zu bekommen. Wird dann so ausschauen. Das heißt, ich löse mich wieder, komme über den hohen Slot, schau, jetzt bin ich hier anspielbar, kann ich auch nochmal verzögern oder an ihm vorbeigehen und dann den Pass bekommen. Es ist unheimlich schwierig für den gegnerischen Verteidiger, sich aus diesem Slot-Bereich zu lösen. Die Verteidiger sind geschult, den Slot zu decken. Wenn ein Stürmer sich im oberen Bereich da befindet, das nennen wir den F3, also der dritte Stürmer, Verteidiger wissen oft nicht, okay, soll ich rausgehen im Nehmen, aber dann ist mein Slot frei. Sie bleiben oft dann hier tief und ist der Spieler da oben dann anspielbar. Außerdem kann man viel leichter einfach vom da oben reinlaufen, als man von hier wieder rauslaufen kann. Wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, dass man als F3 über den hohen Slot reinkommt. Falls ich den Pass aber jetzt nicht im ersten Moment bekommen sollte, kann ich jetzt nicht hier wieder parken, sondern ich muss mich dann wieder lösen vom Marcel, Spiel beobachten. Dann komme ich halt nochmal und biete mich nochmal auf ein Neues an. Wichtig ist es nämlich auch, in dem Fall immer in Bewegung zu bleiben und nicht stehen zu bleiben. Ein Bereich im gegnerischen Drittel, wo man sich nicht allzu oft aufhalten sollte, ist in der Ecke. Nun, natürlich gehen oft Scheiben in die Ecken und man muss sie dort erkämpfen, Zweikämpfe gewinnen. Aber man möchte dann so schnell wie möglich aus der Ecke heraus. Man nennt tatsächlich oft der Ecke der Friedhof, weil da sterben Spielzüge. Früher war es gang und gäbe, oft in der Ecke zu spielen mit einem sogenannten Cycle oder ein Karussell, die so aussah. Ich lief hoch, spielte die Scheibe zurück zu Julia und sie holt sie und lief weiter und spielte sie dann oft zu den dritten Spieler, während ich hoch liefe. Das passiert heutzutage viel seltener wie vorher, weil die Verteidigung einfach zu gut ist und irgendwie, wann geht der Cycle kaputt und man nicht aus der Ecke kommt. Also ja, natürlich Zweikämpfe und Scheiben aus der Ecke holen, aber verbring nicht allzu viel Zeit hier in die Ecke, weil auch wenn du hier die Scheibe bekommen wirst, also wirklich gefährlich bist du hier nicht. So, was sind gute Möglichkeiten, wenn ich in der Ecke bin? Natürlich, wenn ich einen freien Weg zum Tor habe, dann werde ich sie nehmen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gegnerische Verteidigungen heutzutage kommen oft mit alle 5 Spiele ziemlich tief. Somit ist dann aber meine Verteidiger frei. Ich kann die Scheibe oft zu Julia geben, also einen sogenannten Low to High. Wir sind hier low, tief. Julia ist hoch. Ich gebe die Scheibe und dann bleibe ich aber natürlich nicht in die Ecke stehen, sondern ich laufe wieder hoch in die Mitte, entweder im hohen Slot oder wenn ich das Gefühl habe, dass Julia auch schießen würde, dann könnte ich direkt zum Tor gehen. Also habe ich die Scheibe, gebe zu Julia und dann komme ich mal hoch und schaue, was sie macht. So JZ, ich hoffe, dass wir unseren Zuschauern jetzt ein paar Möglichkeiten zeigen könnten, wie sie sich besser anbieten könnten. Ja, ich denke doch auf jeden Fall. Natürlich ist die Eisfläche riesengroß und man kann nicht jede einzige Möglichkeit in einem Video abarbeiten. Aber die Bereiche, die wir euch gezeigt haben, sind die Bereiche aus unserer Erfahrung, wo unsere Spieler und Spielerinnen sich am schwersten tun und auch wo sie am meisten die Scheiben bekommen könnten, wenn sie sich richtig anbieten würden. Von daher hoffen wir, dass ihr was aus diesem Video lernen könntet. Bietet euch richtig an, bekommt mehr Pässe und schießt mehr Tore. Vielen Dank, JZ, für deine Hilfe. Sehr gerne, Marcel. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.